Hallo und herzlich willkommen zum 6. Review für unseren Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch Glock 17C vor. Vorab ein Dankeschön an Schiesszentrum Ostschweiz, dass wir dort Aufnahmen machen dürfen. Und an Gotcha GmbH, die uns die Aimcam für diverse Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat. Infos dazu findet ihr im Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like da und vergesst auch nicht zu abonnieren. Bei unserem Modell handelt es sich genau um die Glock 17C Generation 3 in Olivgrün. Da noch zu sagen, der Schlitten wäre normalerweise ab Werk schwarz. Unser Modell ist mit einer Cerakote-Beschichtung in Grau eingefärbt worden. Glock gibt es in allen allgemein weit verbreiteten Pistolenkaliber, in verschiedenen Grössen. Normalerweise sind die Pistolen entweder schwarz oder haben einfach ein Griffstück in grün oder Sandfarbe. Die erste Glock-Pistole ist 1982 auf den Markt gekommen. Das, weil die österreichische Armee eine neue Dienstpistole gesucht hat. Der Grundbau der Glock ist grundsätzlich immer gleich und blieben über die ganzen Jahre, aber es hat immer technische Details, Veränderungen gegeben, wo in verschiedene Generationen aufgesplittet worden ist. 1982 ist Generation 1 rausgekommen. Die ist dann abgelöst worden 1988 durch Generation 2. Generation 3 haben sie 1998 auf den Markt gebracht. Die ist nachher wiederum durch Generation 4 im 2010 abgelöst worden. Und 2017 ist die aktuell rausgekommen, das ist jetzt Generation 5. Glock ist nicht die erste Pistole, die mit einem Griffstück aus Kunststoff auf den Markt gekommen ist, aber sie sind die den ersten kommerziellen Durchbruch hatten damit. Die Pistole wird in einem Kunststoffkoffer geliefert. Im Lieferumfang dabei haben wir bei diesem Modell einerseits die Pistole selber, zusammen mit 2 17-Schuss-Magazine, eine Ladehilfe, die es ein bisschen einfacher machen sollte, die Magazine zu befüllen. Zusätzlich noch ein Putzstab aus Kunststoff, zusammen mit einer Nylonbürste zum Putzen vom Lauf. Und natürlich noch eine Bedienungsanleitung. Das ist der Lieferumfang dieser Pistole. Die Glock 17 ist eine sogenannte Striker-Fired Pistol mit einem Single-Action-Abzug. Das Griffstück ist aus Nylon-basierendem Polymer und der Schlitten ist aus Stahl. Der Lauf ist hammergeschmiedet aus Stahl. Das Besondere bei der Glock 17C ist, dass sie einen integrierten Kompensator drin hat, der den Rückstoß reduzieren tut. Die Pistole wiegt nur knapp 620 Gramm. Mit dem vollgeladenen Magazin nur 910 Gramm. Das Griffstück der Glock besteht, wie schon gesagt, aus Kunststoff. Es hat hinten, vorne und auf der Seite Texturierungen, die sie griffiger machen. Plus hat es vorne dran Fingerrillen, die sie nochmal griffiger macht. Manuell bedienbare Sicherungen hat die Glock keine, ausser die Abzugssicherung, die gedrückt werden muss, bevor der Abzug betätigt werden kann.
Der Magazinauslausknopf ist auf der linken Seite und kann auch nicht auf die andere Seite montiert werden. Er ist recht klein, aber man kommt doch ziemlich gut an. Der Schlittenfanghebel ist auch recht fein gemacht, aber man kommt recht gut an. Der Schlitten von der Glock hat hinten dran Serrations, was sie griffiger macht. Und vorne dran hat es 2 Löcher, die für den Kompensator gedacht sind. Beim Abzugsmechanismus handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einen sogenannten Single-Action-Abzug. Die ganze Mechanik dahinter ist extrem simpel aufgebaut, pflegeleicht und funktioniert einwandfrei. Speziell bei diesem Modell ein bisschen, dass wenn der Abzugsmechanismus geladen wird, sich der Abzugsweg verlängern tut, was eher unüblich ist. Normalerweise ist man sich eher vom Gegenteil gewöhnt. Der Druck- und Auslösepunkt ist ein bisschen schwammig, aber der Reset-Weg ist in einem normalen Bereich und gut erkennbar. Das Abzugsgewicht liegt bei ca. 2,7 kg bei dieser Pistole. Der Lauf ist ein hammergeschmiedeter Polygonlauf. Die Lauflänge ist 114 mm. Was speziell bei dem ist, dass es obendran 2 Schlitze drin hat, die als Kompensator dienen. Die Visierung bei der Glock ist in einer normalen Höhe. Sie sind beide aus Polymer hergestellt. Das Korn hat einen weißen Punkt und die Kimme hat eine U-förmige Umrandung fürs Zielen. Die Kimme ist horizontal und vertikal justierbar. Der Rückstoß der Glock ist fühlbar viel leichter als bei anderen 9 mm. Das haben wir auch bei unseren Mäßigen mit dem Mantis X festgestellt. Das kommt sicher davon, weil es einen integrierten Kompensator hat. Und durch das, dass es einen leichteren Rückstoß hat, ist auch das Schussbild besser geworden. Das Magazin ist aus Polymer mit einer Metallverstrebung drin. Im Hinterbereich hat es Löcher, wo man sieht, der aktuelle Füllstand, wie viel Munition man noch Führung hat. Das Magazin, das dabei ist, fast 17 Schuss. Es gibt vom Hersteller auch noch 19, 24, 31 und 33 Schuss Magazin, die man separat kaufen kann.
verfügt im unteren Bereich auch über eine Schiene. Das ist aber keine originale Piccantini-Schiene. Darum beim Zubehör kaufen ist gut, wenn man darauf achtet, dass es Glock-kompatibel ist. Aber da das Glock recht verbreitet ist, gibt es genug Zubehör, also taktische Lampen, Laser, findet man eigentlich alles. Mein Fazit und meine Meinung zu der Glock 17C ist ein bisschen gemischt. Was ich natürlich extrem lässig finde, ist der integrierte Kompensator, der halt einfach wirklich den Rückstoß leichter macht, wo man wirklich auch merken beim Schiessen. Oder? Vor allem hat das halt auch den Vorteil, wenn man schnelle Schussabfolgen will geben, ist es halt schon extrem lässig. Was aber wiederum dann das natürlich auch für eine Auswirkung hat, ist, dass einfach mehr Dreck rauskommt. Also wenn man seine Pistole nicht gerne putzen tut, dann wäre das eher nicht etwas für einen. Mir liegt sie angemessen in der Hand, das finde ich jetzt okay. Was ich lässig finde natürlich, dass für Glock 17 Generation 3 etliche, unendliche Möglichkeiten von Tuning und Anbauteilen gibt. Also wirklich der Lego-Bausatz für Handfeuerwaffen. Oder? Was ich aber schade finde, ist halt, dass man eben meistens halt die Teile braucht, um halt auch etwas Besseres daraus zu machen, bös gesagt. Die Visierung hat mich jetzt überhaupt nicht angesprochen, die habe ich jetzt nicht wirklich praktisch gefunden, nicht nur vom Einstellen her, auch das mit dem U-förmigen ist jetzt nicht wirklich meins, also ich habe jetzt schon ein bisschen Mühe gehabt mit dem Zielen. Aber zum Schiessen hat sie wirklich Spass gemacht, also auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, der Abzug, ich bin normalerweise nicht so ein Fan vom Abzugsmechanismus, jetzt einfach sagen wir, zum Schiessen im Schiesskeller. Wobei, unser Modell, das wir jetzt hier hatten, muss ich sagen, ist der Abzug wirklich eigentlich nicht schlecht gewesen. Also ich habe schon mit anderen Glocks geschossen und dort war es schon viel schlimmer gewesen. Dort gibt es aber auch wieder Abhilfe mit Tuning-Teilen, die man posten kann. Ja, im Großen und Ganzen würde ich es eigentlich gleich empfehlen. Kompensator, lässig zum Schiessen, das auf jeden Fall. Aber es gibt auch ganz viele andere Modelle, die auch lässig sind, vielleicht sogar noch lässiger. Ich würde jetzt eher vielleicht etwas anderes nehmen als das. Aber die Pistole war wirklich gut gewesen. Mein Fazit zu der Glock ist ähnlich wie beim Salvo. Sie ist mega cool zum Schiessen, dadurch, dass sie den integrierten Kompensator hat. Man merkt wirklich extrem gut den Unterschied zu einer anderen 9 mm Pistole. Was ich nicht so cool finde, ist der ganze Abzugsmechanismus, dass sie im geladenen Zustand den längeren Abzugsweg hat, grundsätzlich als ungeladen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Waffe für jedermann, weil sie recht günstig ist zum Kaufen und trotzdem eben als Waffe eigentlich super Dienst leistet. In dem Fall auch euch. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wie immer, Detailbilder zu der Pistole findet ihr in unserem Facebook- und Instagram-Account. Wir freuen uns natürlich auch über jeden Like bei Facebook, Instagram und natürlich unter dem YouTube-Video und auch jedes Abo. Also, ciao zusammen.